Moin Moin und herzlich willkommen zum hocherotischen TWS. Denn in den folgenden Minuten geht es um die 50 Shades of Tabletop Grey. Sprich, wie man Brettspiel- und Tabletop-Miniaturen ganz einfach und effektiv grundieren kann. Insgesamt werde ich euch 5 verschiedene Arten zeigen und dazu jeweils auch, wie sich handelsübliche Acrylfarben und auch Contrastfarben auf den Grundierungen verhalten. Los geht's! Zunächst einmal, warum sollte man seine Miniaturen eigentlich grundieren? Ganz einfach. Eine Grundierung bietet den späteren Farbschichten einen deutlich besseren Halt. Eine echte Grundierung fühlt sich nach dem Trocknen daher immer etwas rau an und ist somit matt. Um seine Modelle optimal zu grundieren, sollte man also nicht einfach zu irgendeiner Sprühfarbe greifen. Denn enthält die Sprühfarbe Lackanteile und glänzt nach dem Trocknen, haften die nachfolgenden Farbschichten schlechter und manche Farben verhalten sich darauf dann auch anders. Für meinen Test verwende ich die Spraygrundierung Corax White und Chaos Black von Games Workshop. Chaos Black ist ein mattes Schwarz, Corax White ist eine hellgraue Grundierung. Games Workshop empfiehlt für ihre Contrastfarben noch Wraithbone und Grey Seer als Grundierung. Aber dies sind streng genommen gar keine Grundierung, weil sie deutlich glatter austrocknen als Corax White. Aber für gröbere Modelle oder gar MDF-Gelände sind solche Sprays, sowie zum Beispiel auch die von Montana oder Molotov, aber absolut geeignet. Ich persönlich benutze für Miniaturen meistens Corax White. Kann aber auch das etwas dunklere und günstigere Grau von Weicho empfehlen. Nicht so gute Erfahrungen habe ich persönlich mit den Sprays von The Army Painter gemacht. 2 generelle Tipps noch zu Sprühdosen. Vor Gebrauch sollten sie immer ein paar Minuten lang geschüttelt werden. Außerdem kann man sie vorher auch noch in handwarmes Wasser stellen, um beim Schütteln alle Farbbestandteile leichter zu durchmischen. Sind die Miniaturen zusammengebaut, entgratet und mit Spüliwasser gewaschen und somit von den letzten Fettresten befreit, kann es auch schon losgehen. Klebt einzelne Modelle am besten zum Beispiel mit Patafix auf einen Sockel. Für mehrere Miniaturen bietet sich eine schmale Leiste an. Wegen des unkontrollierten Sprühnebels solltet ihr mit Spraydosen niemals in eurer Wohnung grundieren, sondern immer nach draußen in zum Beispiel eine windgeschützte Ecke gehen. Außerdem sollte es draußen nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Denn bei entsprechenden Außentemperaturen trocknen oder gefrieren die Farbpartikel bereits auf dem Weg zum Modell, was sichtbar unschöne Oberflächen erzeugt. Mit 1 bis 2 kurzen Sprühstößen wird dann aus etwa 4 unterschiedlichen Richtungen aufs Modell gesprüht. Dann einmal direkt von oben und auch noch 1 bis 2 Mal von unten. Je nachdem, wie ausladend oder verwinkelt eure Figur ist, müsst ihr vielleicht einige Male extra und aus weiteren Winkeln sprühen. Wichtig ist nur, arbeitet stets mit nur 1 bis 2 kurzen Sprühstößen und sprüht dieselbe Stelle erst nach dem Antrocknen der Grundierung erneut an. Also wenn ihr definitiv sehen könnt, ob noch etwas Grundierung nötig ist. Auf schwarzer Grundierung lassen sich durch ein graues oder weißes Spray noch zenitale Highlights setzen. Einfach seitlich von oben und direkt von oben ein paar weitere Schichten aufsprühen, schon habt ihr Lichter und Schatten auf eurem Modell definiert. All das funktioniert natürlich auch mit mehreren Miniaturen auf der vorhin erwähnten Leiste. So könnt ihr binnen Minuten ganze Armeen grundieren. Kommen wir nun zu den 5 Grundierungsarten, die ich euch vorstellen möchte. Die erste ist eine schlichte schwarze Grundierung, in diesem Fall mit Chaos Black. Bei der zweiten Grundiervariante wird zuerst mit Schwarz grundiert, um das Modell dann mit purem Weiß trocken zu bürsten. Hierbei entsteht ein deutlich härterer Kontrast als bei der zenitalen Grundierung mit Spraydosen. Dies ist nämlich die dritte Variante, eine zenitale Grundierung mit Chaos Black und Corax White. Die vierte Grundiervariante ist eine rein hellgraue Grundierung mit Corax White. Die 5. Variante ist ein weißes Trockenbürsten nach dem Grundieren mit Corax White. Hierbei werden die Kanten und erhöhten Stellen extra aufgehellt, was sich speziell für den Einsatz von transparenten Farben wie den Contrastfarben anbietet. Um euch nun zu zeigen, wie sich die 5 verschiedenen Grundierungen auf die späteren Farben auswirken, kommen 4 Acrylfarben und 4 Contrastfarben von Games Workshop zum Einsatz. Zum bestmöglichen Vergleich habe ich jeweils ein ähnliches Rot, ein Orange-Gelb, ein Hellblau und einen Hautton ausgesucht.
All diese Farben trage ich nun normal in dünnen Schichten auf die 5 unterschiedlich grundierten Figuren auf, wobei ich mir die Kontrastfarben auf einem schwarzen Modell spare. Denn das Modell würde danach natürlich immer noch nahezu schwarz aussehen. Und hier die Ergebnisse. Wie zu erwarten, decken manche Farben kaum auf schwarzer Grundierung. Hier muss man bekanntlich mehrere Schichten auftragen. Und natürlich leuchten die Farben stärker auf hellen Grundierungen. Interessant finde ich ist vor allem der Vergleich zwischen der zenitalen Grundierung mit Schwarz und Hellgrau und der schwarzen Grundierung, auf der mit Weiß trocken gebürstet wurde. Der harte Kontrast ist dann nämlich auch noch nach dem Farbauftrag zu sehen. Am Ende ist es natürlich reine Geschmackssache, für welche Grundierungsart ihr euch entscheidet. Oder es bietet sich für ein bestimmtes Farbschema einfach auch eine besonders helle oder dunkle Grundierung an. Was wären denn eure Favoriten oder eure Top-Grundierungsvariante? Schreibt's gerne in die Kommentare und wenn ihr mehr über das Bemalen von Miniaturen wissen wollt, folgt einfach dem Link zur oben verlinkten TWS-Tutorial-Serie. Viel Spaß beim Grundieren und wir sehen uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann!